In einer alternativen Zeitlinie ist der Erste Weltkrieg nicht so verlaufen wie bei uns. Schlimmer noch ist dieser zum Normalzustand geworden, wodurch sich die Länder der Welt ununterbrochen im Kriegszustand befinden. In all diesem Chaos ist es eure Aufgabe, einen Stadtstaat zu gründen, diesen in bester Anno-Manier komplex zu verwalten und dann ähnlich wie in Hearts of Iron mit um die Weltherrschaft zu ringen. Das ist die Ausgangslage von Kaiserpunk, welches versucht, das Beste aus einem City-Builder mit klassischer Strategiekost zu kreuzen. Klingt spannend und daher alles zum Titel in dieser Zocker-Lounge Preview. Kaiserpunk entsteht aktuell beim Indie-Entwickler Overseer Games in Kroatien, die sich bereits mit Patron und im letzten Jahr mit Aquatico einen Namen machen konnten. Beides solide Strategiespiele. In the early 20th century, the world was consumed by the flames of an unending conflict. Worum geht's? Wie gesagt, spielt Kaiserpunk auf einer historischen und alternativen Erde, in der die Ereignisse zu unserer Welt im Ersten Weltkrieg anders verlaufen sind. Durch diesen jahrelangen Konflikt haben sich quasi alle noch eigenständigen Länder der Welt untereinander den Krieg erklärt und befinden sich somit in einem permanenten Konflikt. Into a battleground where nations fought relentlessly, their war machines fueled by unquenchable thirst for power and dominance. Monarchies and empires, once pillars of strength, crumbled under the weight of constant warfare and the shifting tides of history. Und genau in diesem Szenario kommt ihr auf die Schnapsidee, einen Stadtstaat zu gründen und ebenfalls ordentlich mitzumischen, weil ihr es könnt. Also beginnt ihr in Kaiserpunk in einem 20er-Jahre-Setting in bester Anno-Manier eine Siedlung aus zuvor zerbombten Ruinen zu errichten, setzt aber settingbedingt schon in den ersten Minuten auf Fabriken und Schwerindustrie, um eure Rüstungsproduktion in Gang zu kriegen. Generell zielt eure komplette Wirtschaft darauf ab, so viele Waffen, Panzer und Munition wie möglich herzustellen, um dann für den Ernstfall gewappnet zu sein. Dabei kommt der Vergleich mit Anno aber nicht von ungefähr. So richtet ihr im gleichen Rastersystem Gebäude und verbindet eure Gebäude in gewohnter Manier mit Straßen. Glaubt ihr, diese Aufgabe nach vielen Spielstunden bewältigt zu haben, könnt ihr euch auf die Weltkarte wagen und eure Kontrolle über weitere Territorien ausbauen, was euch wiederum den Zugriff auf neue Ressourcen und somit auch Bauoptionen ermöglicht. Hier soll es über 100 Regionen geben, die sich alle unterscheiden und somit für das Besetzen unterschiedliche Boni bieten. Allerdings nur im PvE. Kaiserpunk wird also keinen Multiplayer bieten und eine reine Singleplayer-Erfahrung bleiben. Ganz viel Potenzial wird aber meiner Meinung nach leider auch bei den Kampfhandlungen an sich vergeudet. Denn diese spielen sich relativ unspektakulär rundenbasiert ab und scheinen auch nicht viel Tiefgang zu bieten, weswegen der City-Builder-Aspekt hier klar überwiegt. Da spielt es dann auch keine Rolle, dass ihr auch mit Schiffen und zur Luft kämpfen könnt. Trotzdem erwartet euch hier ein spannender Mix in einem noch unverbrauchten Setting, den es vor allem bei Aufbauspielen noch nicht so oft gegeben hat. Zumindest fällt mir gerade kein einziges Beispiel ein. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Kaiserpunk unter den Top 300 der meistgewünschten Spiele auf Steam steht und vor kurzem die 100.000 Wishlist-Marke knacken konnte. Auch wenn es noch keinen genauen Release-Termin gibt, soll Kaiserpunk schon im 3. Quartal, also bis September 2024, exklusiv auf Steam erscheinen. Wer möchte, kann sich außerdem aktuell für einen kurzfristig anberaumten Playtest über die Steam-Seite registrieren, welche dann am Wochenende vom 20. bis zum 22. Juli stattfinden soll. Holt ihr es euch? Gerne mal in die Kommentare damit. Und in diesem Sinne, gerne Abo dalassen für mehr und dann bis zum nächsten Mal.